Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Heute gibt es ein Grundrezept für süßen Hefeteig. Unten in meiner Videobeschreibung erfahrt ihr noch ganz viel Wissenswertes über die Hefe. Schaut einfach mal nach. Die Zutaten und die Zubereitung könnt ihr auch unten nachlesen. Frische Hefe braucht etwas Zuwendung. Sie liebt es kuschelig warm, aber nicht zu heiß. Wenn ihr Trockenhefe verarbeitet, fällt der erste Schritt komplett weg. Da braucht ihr keinen Vorteig zu machen, ihr könnt alle Zutaten gleich zusammenrühren. Erster Schritt, wir beginnen mit einem Vorteig. Wir nehmen ein Viertel Liter Milch. Am bekömmlichsten erwärmen wir die Milch handwarm in einem Topf ganz langsam. Es sollte die 40 Grad allerdings nicht überschreiten, sonst sterben die Hefekulturen ab. Sie sollte zumindest zimmerwarm sein. Jetzt kommt unser Hauptakteur, die frische Hefe. Ein frischer Hefewürfel hat in der Regel 42 Gramm. Den bröseln wir jetzt in unsere lauwarme Milch. In unserem Vorteig geben wir auch einen Esslöffel Zucker. Der Zucker ist für die Hefe Nahrung. Wenn die Hefe den Zucker verdaut hat, entsteht Alkohol und Kohlenmonoxid. Dies lässt unseren Teig sich ausdehnen und aufgehen. Dann verrühren wir alles miteinander, sodass sich die Hefe auflöst. Für das Grundrezept verwenden wir 500 Gramm Mehl. Da könnt ihr Weizenmehl nehmen, zum Beispiel 405, 550 oder Dinkelmehl 630. In das Mehl drücke ich jetzt mit einem Löffel eine Mulde hinein. Ihr könnt das natürlich auch mit euren Fingern machen. In die Mulde gießen wir jetzt vorsichtig das Hefe-Milch-Zucker-Gemisch. Dann bedecken wir das Ganze ein wenig mit dem Mehl vom Rand. Mit einem Geschirrtuch decken wir jetzt den Hefeteig ab und lassen ihn für 20 Minuten ruhen. Nach der Zeit sollten sich richtige Bläschen gebildet haben. Wenn das der Fall ist, wissen wir, unsere Hefe ist aktiv und der Teig wird sicherlich gelingen. Stell den Timer auf 20 Minuten. 20 Minuten, los geht's. Die 20 Minuten sind vorüber. Jetzt schauen wir uns den Vorteig mal an. Genau so soll der aussehen. Seht nur, wie schön er Blasen geschlagen hat. Jetzt wissen wir, dass die Hefe aktiv ist und unser Hefeteig wird sicherlich gelingen. Für das Grundrezept benötigen wir noch ein zimmerwarmes Ei. Das lassen wir einfach in die Mulde hineingleiten. 100 Gramm weiche Butterflöckchen verteilen wir jetzt ringsherum um den Rand. Insgesamt 60 Gramm Zucker. Die restlichen Zucker geben wir jetzt in die Mulde hinein. Ein Esslöffel befindet sich ja schon im Vorteig. Eine Prise Salz darf nicht fehlen. Die verteilen wir jetzt um den Rand herum. Alle Zutaten von unserem Grundrezept befinden sich jetzt in der Schüssel. Jetzt kommt der zweite Schritt. Der Teig muss verknetet werden. Ihr könnt das mit den Händen machen, mit einem Handrührgerät, wo Knethaken dran sind, oder mit einer Küchenmaschine. Ich bevorzuge die Küchenmaschine. Die erleichtert mir die Arbeit ungemein. Wenn ihr den Teig mit den Händen verknetet, müsst ihr so lange kneten, bis er Blasen wirft. Mit der Küchenmaschine und mit dem Handrührgerät muss er jetzt für 10 Minuten kneten. Los geht's! Übrigens, solange der Teig verknetet, könnte man jetzt noch Aromen zufügen.
wie zum Beispiel Orangenschalen, Zitronenschalen, Vanilleextrakt, Rum oder irgendwas, was in eurem Rezept steht. Der Teig sollte auf alle Fälle so lange kneten, bis er sich komplett vom Schüsselrand gelöst hat. Wie ihr hier in meinem Film seht, hat es sich komplett um den Knethaken gedreht. Während der Teig noch knetet, nehme ich jetzt eine saubere Schüssel und gebe einen Tropfen neutrales Öl hinein. Ich nehme dann gleich meine Hand und verteile das Öl in der Schüssel. Dies hat einen Vorteil, meine Hand ist jetzt schon beölt. Ich hole jetzt gleich den Teig und dann kann ich ihn ganz leicht vom Knethaken lösen, mit meiner Hand kurz durchkneten, so ist schon mal am Teig etwas Öl. Dann nehme ich den Teig und ziehe ihn zu einem Ball. Ich ziehe den Teig immer wieder nach unten, nach unten, nach unten, nach unten hinein. So lang, bis eine wunderschöne Kugel entstanden ist. Und die kommt jetzt in die geölte Schüssel. Ihr könnt aber auch die Schüssel am Boden etwas bemehlen und über den Teig Mehl geben und ihn dann so ruhen lassen. Ich bevorzuge die Methode mit dem Öl. Da ist der Teig elastischer und trocknet nicht aus und lässt sich leichter verarbeiten. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Den Teig decken wir jetzt ab und dann lassen wir ihn für mindestens 1 Stunde bis 1,5 Stunden an einem warmen Ort ruhen. Der Teig sollte sich in dieser Zeit mindestens verdoppelt haben. Der Teig sollte auf alle Fälle an einem kuscheligen, warmen Ort ruhen dürfen. Zum Beispiel im Winter auf der Fußbodenheizung oder ihr stellt einen Stuhl vor die Heizung, im Sommer auf der warmen Fensterbank oder im Bett, zugedeckt, wo es kuschelig warm ist. Ich zeige euch jetzt hier ein Beispiel. Dieser Teig durfte für 2 Stunden ruhen, auf der Fußbodenheizung und nochmal eingewickelt in einem Handtuch. Der Teig ist so aufgegangen, dass er fast über die Schüssel gelaufen ist. Also lasst den Teig auf alle Fälle so lang aufgehen, dass er sich verdoppelt hat. Dieser Teig durfte für 1,5 Stunden ruhen. Wie ihr sehen könnt, hat er sich verdoppelt. Wie schnell der Hefeteig aufgeht, hängt immer davon ab, welche Zimmertemperatur hat es, welche Luftfeuchtigkeit. An manchen Tagen geht er schneller auf, an manchen Tagen braucht er einfach etwas länger. Aber ganz wichtig ist, er sollte zugedeckt sein und zugfrei stehen. Und am besten stellt ihr ihn wohin und bewegt ihn auch nicht viel. Das mag er nämlich auch nicht. Gebt ihm einfach Zeit und schenkt ihm etwas Zuwendung. Dann klappt's mit dem Hefeteig 100%ig. Schritt Nummer 4. Die Verarbeitung des süßen Hefeteigs. Nach der Gehzeit den süßen Hefeteig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und noch einmal kurz mit den Handballen durchkneten. Danach könnt ihr ihn verarbeiten, wie es in eurem Rezept steht. Einen süßen Hefeteig herstellen ist nicht schwer. Er braucht einfach nur etwas Ruhe, Wärme und etwas Zuwendung. Dann klappt's auch damit und du hast so viele leckere Möglichkeiten. Dann kommt jetzt noch Schritt Nummer 5. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!